Herzlich willkommen bei In die Ferne. Große Projekte wie so ein Camperausbau erweitern nicht nur das Spektrum der eigenen Fähigkeiten, sondern auch den Horizont. Wenn man so einen Selbstausbau macht, lernt man nicht nur die ganze Zeit neues Zeug, sondern muss sich auch einigen Herausforderungen stellen. Ich habe versucht, meine persönlichen Erfahrungen zusammenzufassen und überlegt, was die 10 wichtigsten Lektionen sind, die ich bei meinem Minicamper-Ausbau gelernt habe. In diesem Video erfahrt ihr daher, was ich bei meinem Minicamper-Selbstausbau über die richtige Planung, Erwartungen, Scheitern, andere Menschen und mich selber gelernt habe. Was habe ich denn da alles vor? Wer soll sich das denn alles anhören? So ernste Themen, das wird kein Feuerwerk der Leichtigkeit. Bla bla bla. Oh, warum habe ich so viel geschrieben? Planung hilft, vermittelt einem aber keine realistische Vorstellung davon, wie lange Sachen in Wirklichkeit dauern und wie viel sie kosten. Ständig braucht man Sachen, die man nicht auf dem Schirm hatte. Es gibt viele Zwischenschritte, die man in der Planung überhaupt noch nicht berücksichtigt hat. Man muss erst noch irgendwo hinfahren und sich Sachen besorgen, dann gibt es bestimmte Teile nicht. Auf jeden Fall funktioniert das mit der Zeitplanung, die man sich auf dem Zettel macht, nicht so in der Realität. Manchmal fehlt Material, ohne dass man nicht weitermachen kann. Dann Lieferzeiten, Pausen, also Zeug oder Sachen auf einmal nicht verfügbar sind. Sowas rechnet man meistens nicht mit ein und ich würde sagen, auf den Erfahrungen bei meinem Ausbau basierend, hätte ich locker noch mal bei Kosten und Zeit so 20-30% obendrauf rechnen können von dem, was ich eigentlich geplant hatte. Falls euch die genauen Kosten, die ich bei meinem Mini-Camper-Selbstausbau hatte, interessieren, verlinke ich euch hier oben mal das Video dazu. Da erzähle ich euch alles, wofür ich was ausgegeben habe und verrate euch meine besten Tipps dafür, wie ihr bei eurem Ausbau vielleicht noch das ein oder andere sparen könnt. Unverhofft kommt oft. Rechne mit Unvorhergesehenem und plane für den Faktor X extra Zeit ein. Berücksichtige bei deinem Ausbau, dass ständig Dinge passieren, die du eigentlich überhaupt nicht mit einplanen kannst. Zum Beispiel solche Sachen wie ein Magnet kommt in den Gasfederdämpfer und du musst erst deine Heckklappe reparieren, bevor du weiter ausbauen kannst. Oder eine weltweite Pandemie sorgt dafür, dass deine Werkstatt schließen muss. Expect the unexpected. Es gibt immer etwas, das man selbst mit der Regel 20-30% mehr Zeit und Budget einplanen nicht mit einplanen kann. Keiner von uns kommt gehend auf die Welt. Die schlechte Nachricht, es funktioniert nicht ohne Rückschläge und Scheitern. Die gute Nachricht, die meisten Dinge kannst du mit Zeit und ein bisschen Geduld lernen. Als wir Kleinkinder waren und noch nicht laufen konnten und bei dem Versuch zu laufen hingefallen sind, ist offenbar keiner von uns liegen geblieben. Wir haben am Ende alle laufen gelernt. Insbesondere solche Sachen wie, wenn ihr das erste Mal mit einem bestimmten Werkzeug arbeitet, zum Beispiel Klassiker Stichsäge mit dem Sägeblatt. Die ersten Schnitte werden einfach nicht gerade, das kann halt passieren. Ausbügeln, mit ein bisschen Schmirgelpapier versuchen, das Beste daraus zu machen oder einfach nochmal neu ansetzen und ein bisschen extra Material einplanen. Deswegen hinfallen, aufstehen, Mund abwischen, weitermachen. Und dann gilt Funktion vor Form. Gerade die Sachen, die du täglich brauchst, die du in deinem Alltag als Kernelement hast, sollten auf jeden Fall sinnvoll und praktikabel sein. Ja, eine schöne Optik ist auch wichtig. Man soll sich ja auch irgendwie freuen, da irgendwie sich in dem Selbstausbau aufzuhalten. Aber es wird dich unfassbar nerven, wenn diese Kernsachen, die du so häufig brauchst, einfach nicht richtig funktionieren, einfach nur gut aussehen, aber total unpraktisch sind. Manche Sachen sehen einfach nur auf Instagram oder Pinterest so gut aus. Und da muss man sich einfach immer wieder klar machen, #Vanlife ist nicht immer gleich #Realife. Guter Pfusch ist keine schlechte Arbeit. Schaut da an unseren Kamerakollegen Freddy, von dem dieser Spruch nämlich stammt. Also das ist auf jeden Fall wichtig für alle, die ständig zu hohe Anforderungen und Ansprüche an sich stellen. Es gibt den Punkt, an dem muss man sich einfach von seinem Perfektionismus ein bisschen lösen und sich fragen, was ist hier das Sinnvolle, das den Zweck erfüllt. Der Klassiker sind wahrscheinlich sichtbare Scharniere und Winkel. Man muss sich einfach damit abfinden. An manchen Tagen geht man als Bob der Pfuscher nach Hause. Ha, eine Mücke. Halbzeit. Wenn euch solche Videos auch gefallen, dann gebt diesem Video doch sehr gerne einen Daumen nach oben, denn dann wissen wir Bescheid und machen sowas vielleicht häufiger. Ansonsten gilt realistisch bleiben. Deine Zeit, dein Budget, deine Möglichkeiten, die Bedingungen deiner Lebenssituation, das alles muss zu dem Plan passen, den du dir da mit deinem Camper machst. Mach dir deine Bedingungen und Möglichkeiten möglichst gut klar und dann weißt du auch, welches Fahrzeug für dich vielleicht in Frage kommt und was für ein Ausbau für dich funktioniert. Kinder aus der Schule abmelden,
Job kündigen, allen Besitz verkaufen und YouTube-Kanal starten on the road. Sowas ist nicht immer ein richtig cooler Move Richtung Freiheit, denn Aussteigen ist immer nur dann cool, wenn man weiß und grob absehen kann, dass man auch irgendwo landet. Es wird immer einen geben, der es besser weiß. Stell dich auf jeden Fall darauf ein, wenn du so einen Ausbau machst, dass es ganz viele ungefragte Ratschläge von staatlich geprüften Klugscheißern geben wird, die dir da die Welt und deinen Ausbau und alles erklären wollen. Manche Menschen wollen dir wirklich nur helfen und dir einen guten Tipp geben, damit du dir die ein oder andere Enttäuschung ersparen kannst. Aber es gibt auch einige, die einfach gar keine Ahnung haben und bei denen es eher so darum geht, andere Leute mit ihren Plänen abzuwerten, damit sie sich selber besser fühlen. Es hilft, darauf zu achten, sind die Leute unfreundlich und besonders laut? Das sind meistens die Theoretiker mit dem gefährlichen Halbwissen. Alle fliegen irgendwo hin. Verlass dich nicht einfach ungeprüft auf die gut gemeinten Ratschläge von anderen Leuten, es sei denn, du hast einen guten Grund dazu anzunehmen, dass das korrekt ist, was sie dir sagen. Zum Beispiel, weil sie über irgendeine Ausbildung verfügen oder belegbare Erfahrungen in dem Bereich haben, in dem sie dir was erzählen wollen. Und da weiß ich nicht mehr, wie es weitergeht. In dem Fall solltest du zuhören und dich freuen, dass du was lernen kannst und jemand so nett ist, dass er die Zeit aufwendet, dir weiterzuhelfen. Es wird immer einen geben, der es besser kann als man selber. Vergleich dein Level von Fähigkeiten, deine Erfahrungen, den Punkt deiner Reise nicht mit dem, was die Profis auf Facebook, Instagram, Pinterest und YouTube zeigen, sondern nimm als Referenz immer deinen Stand vom Vortag oder sonst was. Und wenn du das Gefühl hast, es findet einfach irgendwie gerade kein Fortschritt statt, ich trete auf der Stelle und irgendwie, weiß ich nicht, stagniert das Ganze, dann setzt das Ganze doch mal in eine größere Perspektive, zum Beispiel die letzten 3 bis 6 Monate. Was hat sich in dem Bereich alles schon so getan? Und dann mit der größeren Dimension sieht man manchmal dann doch, was für Fortschritte da stattgefunden haben. Nicht jeder kann und wird sich für dich und mit dir freuen. Es gibt Leute, die fühlen sich von Leuten, die anfangen, irgendwie große Projekte anzugehen oder irgendwelche Träume in die Tat umzusetzen, fühlen sich davon getriggert, weil es sie daran erinnert, dass es vielleicht bei denen auch Dinge gibt, die sie gerne machen würden und die sie sich entweder nicht wagen oder wo es keine Möglichkeiten aktuell gibt. Einfach damit rechnen, wenn du Leuten von deinen Plänen erzählst und das ist irgendwie was Größeres oder sowas, kann das halt passieren, dass Leute da nicht immer alle positiv drauf reagieren können. Das hat aber nichts zwangsläufig mit der Qualität deines Plans zu tun oder mit dir selber und einfach nur damit rechnen. Manche Menschen haben auch einfach sehr enge Vorstellungen davon, wie in diesem Leben, in dieser Gesellschaft ein gutes und richtiges Leben auszusehen hat. Und es kann sein, dass dann dein Projekt, deine Pläne irgendwie davon abweichen. Und dass das deswegen für sie auch als ein nicht opportuner Weg erscheint. Lass dich davon nicht runtermachen. Tears in Heaven, Eric Clapton. Lasse heulen. Und der letzte Punkt, du bist nicht alleine mit deiner Vorfreude, deinen Plänen, deinen Ideen, deinen Träumen. Was auch immer. Es gibt immer noch andere da draußen, denen es genauso geht. Sich Gleichgesinnte zu suchen macht vieles einfacher. Das funktioniert am besten über so Ausbaugruppen, über Instagram, Social Media. Manchmal geht das auch in Foren oder in so Gemeinschaftswerkstätten zum Ausbauen. Das sorgt auf jeden Fall dafür, dass man nochmal irgendwie hier und da einen Tipp hat, dass man sich austauschen kann. Einfach auch diese Freude, die damit zusammenhängt oder auch die Zweifel oder die Probleme, die man hat, das funktioniert mit Gleichgesinnten auf jeden Fall viel, viel besser. Und wenn du gerade in deinem Umfeld keinen hast, solltest du aktiv auf die Suche gehen, weil das diesen ganzen Prozess viel schöner, einfacher und cooler macht. Und außerdem erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn du so eine Gruppe Gleichgesinnt hast, dass immer irgendeiner da ist, der Keks hat oder Kaffee. Das waren die wichtigsten Erfahrungen, die ich bei meinem Minicamper-Selbstausbau gesammelt habe. Jetzt würde mich mal interessieren, habt ihr irgendein großes Projekt, vielleicht auch sowas wie einen Camperausbau? Was habt ihr da für Erfahrungen gesammelt und was war das Wichtigste, das ihr dabei gelernt habt? Schreibt mir das doch mal unten in die Kommentare, es würde mich sehr interessieren. Ansonsten würde ich sagen, das war ein Video von In die Ferne. Mein Name ist Chantal Stauder, der Mann hinter der Kamera ist Henning Westerkamp und wenn ihr mögt, sehen wir uns hier nächste Woche wieder.